bin Ralf Manning, ich komme hier aus Hahn, ich bin aus Stadtteil von Wespe. Ich bin 45 Jahre alt, ich bin seit 7 Jahren, über 7 Jahre bei Eda. Ja, und was mag ich hier bei Eda? Das ist ein bisschen schwer zu vertellen, deswegen würde ich das lieber auf Hochdeutsch machen. Mein Fachgebiet hier ist, ich bin Leiter der Abteilung Managementsysteme. Dazu gehört das Qualitätsmanagement, Arbeitsschutzmanagement, Energiemanagement, Umweltmanagement und dann noch weitere Themen, die da so damit zu tun haben, mit den Managementsystemen insgesamt, organisatorische Themen oft. Das ist so mein Schwerpunkt. Also ein Großteil unserer Arbeit ist tatsächlich die Kommunikation mit den anderen Unternehmensteilen, also mit allen Mitarbeitern eigentlich. Also klar, Digitalisierung ist auch ein großer Punkt bei uns und da sind wir dann auch eine Abteilung, die da sehr, sehr viel machen kann. Wir stellen ganz viele Papierprozesse auf digitale Workflows, nennen wir es mittlerweile. Ja. Wir machen viele interne Audits, wo wir uns dann auch angucken, wo überall wie gearbeitet wird. Da sind wir dann auch sowas wie der interne, externe Blick, sage ich mal. Ja, ich sage ja immer ganz gerne, den typischen Arbeitstag, den gibt es für mich gar nicht. Ja, wir sind natürlich sehr flexibel geblieben bei Ela, könnte man auch sagen. Wir haben zwar unsere Strukturen mit den regelmäßigen Besprechungen, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass mal jemand spontan reinkommt. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel an Ela besonders schätze, dieser gewollte Austausch, den es vielleicht in anderen Unternehmen so nicht gibt. Ich persönlich kenne Ela schon seit meiner Kindheit, dadurch, dass ich in Haaren aufgewachsen bin. Ich kann mich daran erinnern, dass wir als Kinder dieses Spiel gespielt haben, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dass wir gelbe Container gesucht haben im Auto. Wenn wir auf Autobahn unterwegs waren, haben wir immer wieder diese gelben Container gesucht, weil wir wussten ganz genau, das sind Haarener Container. Das habe ich im ersten Vorstellungsgespräch schon gemerkt, dass das hier auf jeden Fall eine ganz besondere Beziehung ist. Unsere Geschäftsführung ist ja eben auch eine Familie, es ist eben ein Familienunternehmen und die Geschichten, wenn man mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden muss, da kommt immer wieder das Thema, wie man hier mal 1972 gestartet ist. Wir duzen ja eben uns alle. Da muss ich sagen, das war für mich am Anfang eine riesige Umstellung, weil das kannte ich auch bisher nicht. Aber so wie hier dieser Zusammenhalt, den, glaube ich, kriegt man auf der Ebene am schnellsten, wenn man das wirklich in allen Ebenen konsequent durchzieht. Und das wird ja hier perfekt gemacht. Also das schätze ich auch sehr an dem Unternehmen. Wie gesagt, es ist eine Umstellung gewesen am Anfang, aber das bekommt man dann schon hin. Also auch trotzdem professionell miteinander zu arbeiten. Und viele Mitarbeiter, die eben mal ein paar Jahre weg waren, Studium, wie auch immer, arbeiten, aber viele zieht es dann am Ende trotzdem wieder in die Heimat zurück. Und das ging mir ganz genauso. Der Gedanke hier, die Kinder aufwachsen zu lassen, zum Beispiel meine Kinder, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ja, das sind Bilder, die meine Jungs gemalt haben oder der Kleine. Das ist so, unsere Familie ist hier dargestellt, mit Hund und Katze, alle dabei. Da bin ich auch mitten drauf, mit meinen Jungs zusammen. Der eine trägt den anderen Huckepack. Auch die Jungs, wenn die dann mal wieder hier sind, dann sehen die, dass ich mir das aufhebe. Das finden die natürlich auch ganz schön. Ja, ganz witzige Sache. Seit 7 Jahren bin ich da, seitdem hat sich die Firma verdoppelt, könnte man sagen. Macht das Ganze natürlich extrem spannend und es passiert jeden Tag was Neues, Interessantes hier. Das macht sehr viel Spaß. Ja, Schnitt. Der Podcast, ja. Wir sind alle sehr überrascht, wie sich das entwickelt hat. Plattcast. Den Plattdütschen Podcast. Plattcast. Ja, lieve Platties, da bin wir wieder. Noch 3 Werke, eine neue Folge Plattcast. Moin! Moin! Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber da saßen wir zusammen und haben überlegt, zum Thema Podcast. Wir hören gerne Podcasts alle zu verschiedensten Themen und haben uns überlegt, was gibt es noch nicht, beziehungsweise sind dann ganz schnell auf die Idee gekommen, das mal auf Plattdeutsch zu machen. Und dann, haben wir uns gedacht, machen wir mal schnell. War natürlich nicht schnell, sondern hat dann über ein Jahr gedauert, bis die erste Sendung dann online gestellt wurde. Können wir endlich starten? Ja. Kicken wir das in der Sendung ab, was passiert. Wunderbar. Wir hatten das nie gedacht, dass das so eine überregionale Auswirkung dann hat. Also
Unsere Hörer sind in einem sehr breiten Spektrum, sag ich mal. Also das fängt wirklich an bei den Anfang 20-Jährigen, die das jetzt interessant finden, diese Sprache, dass sie da so präsent ist durch so einen Podcast, durch so eine moderne Technik. Und wir haben aber auch Hörer, die sind über 80 oder über 90 Jahre alt. Ne? Und auch teilweise dann eben in Ländern, wo gar kein Plattdeutsch mehr gesprochen wird. Ne? Also das ist dann auch für die dann vielleicht so eine Art Kindheit, die da zurückkommt. Und wir hören immer wieder der Podcast ist für die so ein Stück Heimat. Wir können doch erstmal trinken. Also ich Genau, sehe hier, Komma wenn du eins, ein das Glas ist wichtig. schwenkst, das ist so fein ölig. Und das ist genau so ein Qualitätsmerkmal, glaube ich, wo man sagt, das ist Gaudenkorn, das ist kein Fahrradputzmittel. Das platte Wort ist ja so eine Rubrik, wo wir so besondere plattdeutsche Wörter vorstellen oder wir versuchen die zu erraten. Das platte Wort, das wäre meine Kategorie von Tage. Was können denn wohl ein Plüschappel werden? Ein Plüschappel? Ja. Apfel. Plüschappel. Es hat immer auch viel mit Spaß zu tun, was wir so machen. Und es ist natürlich immer auch etwas Ironie dabei, aber es muss ja auch interessant sein. Also wenn so ein Apfel, wenn die erstmal Feuerwerke irgendwo liegt, dann kriege ich so ein feines Wenn er nicht Fell. mehr so gaut ist, meinst du? Ja. Ja, können wir wählen, ja. Ist das, Pflichte können wir das auch wählen. ist ja. das denn Obst? Das ist Obst, ja. Ist Obst. Das ist tatsächlich Und, Obst, ja. auch noch verzehrbar. Ja, heller Gaut verzehrbar, ja. Plüschappel. Also was sieht gut wie ein Apfel und plüschig. Ja. Hier, Kiwi. Nee, das wäre eine Plüsch-Zitrone, würde das dann. Ralf, du Auch musst erst es nicht. auch lösen. Ja, ist doch ganz einfach. Pfirsich, das ist doch ganz einfach. Ja, dass wir das Kulturgut Sprache dann so erhalten, wird uns auch hoch angerechnet, ja. Wir nehmen auf im Elternhaus von Marco, beziehungsweise sein jetziges Wohnhaus. Die haben einen Partykeller aus den 70er Jahren, sehr urig, sehr rustikal. Und das ist unser Studio. Also da fühlen wir uns sofort in die richtige Stimmung versetzt, wenn es darum geht, unsere Themen zu behandeln. Also das passt ganz gut. Soll das eigentlich so ein Chip werden? Oder was hat man sich da vorstellen? Also ich wundere mich ja, eigentlich müsste das ja okay am Ende gar nicht gut kommen mit den Bräre, aber Ja, irgendwie das passt, das. ja. Ich werd Ja. nicht, Hier und bin ich sie- kenne das ja so, ist, Wenn sie League startet und da gibt in die wird immer 60er Shake. Jahre ist das auch Markt worden. Jede zweite Brett gibt einen Club und einen Bayer. Ja. Ja. Die das Shake. fertig kriegen. Damals, die haben Saugen.